Freunde, willkommen zu diesem Video. Heute mit einer kleinen Reaktion auf den guten Leonhart. Leonhart sollte vielen von euch ein Begriff sein, denn ich glaube, er ist so ziemlich mit einer der größten Pokémon-Creator auf der ganzen Welt. Heute, beziehungsweise das heißt heute, sind ja schon vor 3-4 Tagen war das Video jetzt hier, kam ein Video raus, was ich sehr interessant fand. Und zwar hieß es als erstes, meine krasseste Sammlung war es, glaube ich. Und inzwischen heißt es The First in the World. Was schon mal für sich spricht, sag ich mal. Ich bin sehr gespannt, ich wollte ganz gerne auf das Video mit euch zusammen reagieren, um mal zu gucken, so, yo, was stellt er da vor? Was ist das krass in seiner Sammlung? Und kann einer wie ich da unter anderem mithalten? Also ich glaube nicht, aber hey, ich möchte mich auch hier mit niemandem vergleichen oder sonst was. Der Junge hat auf jeden Fall, was das angeht, sehr viel mehr Möglichkeiten, Kontakt und alles, was dazugehört. Sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Der macht ja auch coole Sachen, sage ich mal, Spendenaktionen, alles mögliche für einen guten Zweck. Werden wir ebenfalls noch machen. Freut euch, sobald mein Bachelor um ist, habe ich da auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, dann werden wir sowas auch in Angriff nehmen. What up, Hard Squad? Welcome to my top 25 graded Pokemon cards in my collection. You'll be seeing a wide variety of I mean, allgemein, dass er schon First Edition Charizard mehrmals gepullt hat auf seinem Kanal. Also einmal für jemand anders und einmal für sich selbst. Puh, da ist schon sehr wild, muss man sagen. Ist schon sehr wild, aber wie gesagt, sei ihm gegönnt. Graded cards that I have either pulled and gotten graded. Ist schon ein bisschen frech jetzt, das Ding, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf meinem Hauptkanal kam, glaube ich, oder kommt noch die Tage im Video online, wo wir 100 Stück von Nacht im Flammenboostern öffnen. Das wird sehr spicy, ey, weil die Karte habe ich auch noch nicht in person gezogen. Some of them are valuable and some of them are valuable because was mich ein bisschen stört, ist, warum ist das Mauzi im Fokus und nicht sein Gesicht? So what I'm gonna need from y'all is to let me know in the comment section below, what is your favorite graded card in your collection? Boah, Brudi, das kann ich ganz einfach beantworten. Ich glaube, das wisst ihr alle, was meine Favorite Card in meiner Collection ist, die ich vor kurzem erst gegradet habe. Und das hands down mein Goldstar Flamara. Brauche ich gar nicht drüber sprechen. Selbst gezogen, eine 10, die erste und einzige auf der Welt. Einfach das Geilste, was in meiner Sammlung halt an emotionalen Wert hat. Starting right away, we have this one. Yes, it is. Black Label Pikachu Zekrom, japanisch. Okay, das ist crazy. Das gibt es ja bei uns halt auch in der Tin-Promo. Eindrucksvolle Karte. Eindrucksvolle Karte. Also das Honorable Mention hier vor allem. A Beckett Black Label Secret Rare Zekrom and Pikachu Tag Bolt card. That was a mouthful. I put this specific card because it was gifted to me from a very special friend and collector in the community. Two, actually. Their names are Mr. Fuji and... Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der Typ hat sehr viele krasse Karten. Unter anderem eine Illustrator-Karte und sämtliche Trophy-Cards und krasser Sammler. Krasser Sammler in der Pokémon-Hysterie. And I just want to say thank you to them for all they've done for the community. This one I wanted to include as an honorable mention just because I don't have many Black Label Beckett cards. Like, look at this. You have to get a 10 in every single category. If you follow my channel, you know why. This is a nod to that. Okay. I believe a Hard Squad. Warum ist die auf Platz 5? I mean, yeah, ich weiß halt, dass Natu eines seiner Favorite Pokémon ist durch diesen iconic Catchphrase, den er halt hat. Why? A member from years and years ago gifted me this card, and okay, yeah, it's not a see. PSA 10 or it's not extremely valuable, but that's not always what it's about. This specific card. Das muss ich aber ebenfalls sagen halt, ne? Das sehe ich halt ähnlich wie er. Jede Karte muss nicht unbedingt eine 10 sein, jede Karte muss nicht unbedingt gegradet sein oder sonst was, um halt eine emotionale Attention oder ähnliches zu haben, aber wundert mich, sage ich mal, dass es in Anführungsstrichen nur ein Natu ist erstmal aus EX Sandstorm. Another one is this one. It is a Skyridge Holographic. Okay, also ich hätte jetzt nicht mit solchen Karten tatsächlich gerechnet, dass er sowas bei sich in der Sammlung hat. Starmie 9,5 aus Skyridge, ja, sieht man hier unten, also ihr seht es jetzt nicht, weil meine Cam davor ist. Der iconic Berg da unten, der zeigt das. Es sind halt meist wirklich Karten, wie es aussieht bei ihm, die halt irgendeine Geschichte oder ähnliches haben. Finde ich sehr interessant tatsächlich. Also falls ihr mal so ein Video von mir haben wollt, wo ich meine Top 10, Top 20 oder ähnliches gegradeten Karten vorstellen soll, gerne in die Kommentare damit. I've not pulled a Crystal Charizard yet, but I promise you, I'm gonna keep on trying to pull one. Öffne dafür doch einmal mal ein Display, was du hast. Wenn ich wüsste halt, ne, dass ich ein Display habe von EX Crystal Guardians, Power Keepers oder ähnliches halt, ne, irgendeinem EX-Set, wo ich halt die Goldstars vervollständigen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das hätte zulassen können jetzt halt. Gehört schon sehr viel Willensstärke dazu. Ich glaube, er hat auch sehr viele Heavy Packs und ähnliches, die er öffnen könnte. This is a very special set to me, and I personally pulled this Starmie in one of my videos.
of opening up vintage packs. I mean, ich kann seinen Point auf jeden Fall fühlen halt, ne? Also bei mir ist es ja halt ähnlich, wenn ich irgendeine Karte selbst gezogen habe oder ähnliches, dann hast du dazu halt automatisch eine emotionale Bindung halt, weil du dich halt an den Moment erinnerst, du weißt so, yo, dafür habe ich das Pack, dann war da noch was drinne und dann ist es auch noch so eine schöne Karte. Ich meine, das Artwork ist definitiv schön halt, ne? Aber ich bin gespannt. My favorite Pokémon of all time, so you're gonna see lots. Oh, Shigi Legendary Collection, auch Beckett 9. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, ob Leonhard das mal erzählt hat, könnt ihr mal gerne sagen, ob er irgendeine Kooperation oder ähnliches mit Beckett hat, weil er gradet seine Karten ja wirklich so gut wie nur bei Beckett, außer, glaube ich, seine First Edition Charizard, die er selbst gezogen hat, die dann verloren ging. Aber sonst ist er immer bei Beckett, was ich beachtlich finde, aber ich weiß halt jetzt auch nicht, weil bei den Amis musst du es halt auch nicht großartig markieren, wenn du halt eine Produktplatzierung hast mit Hashtag Werbung oder sonst was, ob er da mit Beckett irgendwie in Kontakt steht oder ob er das dann halt einfach mehr mag, obwohl er die ganze Zeit auch vom PSA redet. One's more rare than the other. Oh, sogar eine Strong 9. Eine sehr Strong 9. Tell you how to get your sunglasses out, but Krass. A reverse holographic from the set Legendary Collection, and we're continuing that with this one. Ein weiteres Shigi aus Expedition diesmal. A Squirtle Aber from the diesmal set eine Expedition. PSA 10. So the first. My favorite Pokémon Value. Oh, wie süß. Das ist schon cute halt, ne? Also Expedition Skywish, Aquapolis, geile Sets aus der Wizard of the Coast Side mit dem E-Reader-Rand. Viele fühlen es nicht. Ich finde es inzwischen tatsächlich voll fein. Hat er selber mal so eine Zeit, wo das Set halt da war, wo ich noch gesammelt habe, damals als Kind, dass ich es halt auch nicht so krass gefühlt habe. Aber inzwischen so Retro-Perspektiv sind da mit die geilsten Artworks her aus dieser Zeit. Und ich schätze sich halt aus sehr halt. Das ist nicht das beste Shigi-Artwork, aber schon sehr süß. PSA 10 Gem Mint. I like it because it's Squirtle and it's one of my more favorite claymation cards. And I'm not the biggest fan of claymation cards. Aber ich finde es süß, sage ich mal, dass er halt auch so eine Shigi-Sammlung hat, kann man ja schon fast sagen, mit seinen ganzen Shigi-Karten. Bei mir ist es ähnlich, halt fast mit, entweder, ich habe ja viele Shinies, Gluraks oder halt auch jetzt Umbreons, die ich halt auch versuche zu vervollständigen. Immer eine schöne Sache, wenn man da spezifisch an irgendwas rangeht. I'll go ahead and say it. My favorite card of all time, a Team Rocket Squirtle. I don't have a PSA 10 version of it, or at least I couldn't find it when trying to do it for this video. I probably have one somewhere, but I'm more of a sealed product collector than a specific card collector. Okay. Krass, wusste ich auch nicht, dass er allgemein mehr sealed hat als Cards. Bei mir ist es halt so, ich bin halt eher ein Card Collector als ein Seal Collector. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seal Displays, ja, die ich mir aber halt auch nicht traue zu öffnen und sie lieber sealed lasse. Aber ansonsten finde ich halt Karten immer sehr, sehr viel schöner als ein Display zu haben. Auch wenn Display rentabler sind natürlich und halt auch vom Wert her mehr Sinn machen. Aber bei mir ist es halt so eher so, yo, ich fühle die Karten sehr viel mehr als das Display an sich. Auch wenn das Display theoretisch noch geöffnet werden kann für die Karten halt, ne? Then we continue the Squirtle show. This is a first edition Korean Squirtle base set card. I included this just because Pokemon is it's a worldwide game. It includes so many cultures, so many languages that I felt like including this one because one, it's Squirtle from a complete different part of the country. And that's what the love of the game is including people from so many different parts of the world. Next up, we have a very special one. They're all special to me, but this is a Sunset. Die McDonald's Promo Mew. Ja, die ist sehr geil. Sunset Mew ist das. Sehr geile Karte aus dem McDonald's Booster aus dem Jahre 2-2. Wollte ich auch mal ein paar Booster von öffnen. Habe ich aber leider nie welche gefunden für einen guten Preis. Das ist schon geil. Ich glaube, in diesem Set ist auch das Umbreon drin, das Schlafende. Wenn ich mir das vorstelle halt, ne, dass wir sowas damals beim McDonald's hatten halt, ne, in Japan in dem Sinne. Heutzutage bekommen wir Reprint-Karten mit einem speziellen Holo-Effekt. Nicht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel stärker und besser. A promo pack from McDonald's in Japan in 2002. Very difficult card to pull. This one is in Gem Mint. Thought I would showcase the best of the best for this specific card. Ich denke mal, da kommt auf jeden Fall noch was. And this was the official time Staff, when okay. Auch wieder eine starke 9. But this was when Pokemon companies stopped producing staff cards. It's not just the Snorlax. You will see the other ones are all, but... Okay, er hat alle Staff Cards. Gerade das Lugia ist, glaube ich, so das geilste halt, eine 9.5 davon zu haben, ist schon sehr, sehr cool. Aber Frage auch an mal euch in den Kommentaren, was findet ihr interessanter, eine PSA 10 oder eine 9.5 Beckett? Ich finde Beckett Cards ja an sich sehr, sehr schön. Kann trotzdem nachvollziehen, wenn Leute eher PSA sammeln. Ich finde den Slab jetzt halt auch nicht hässlich. Ich finde ihn auch sehr schön. Ich habe auch an sich schon sehr viele PSA-Karten. Mehr als Beckett tatsächlich. Aber Beckett ist erstmal robuster, stabiler, kostet leider auch mehr und sind dafür halt auch sehr viel strenger beim Grading. Das sind halt Sachen, die gegen Beckett sprechen. Nur dafür, was heißt gegen? Also, es sind natürlich positive und negative Aspekte zugleich. The one you really want the best. This guy. 9.5, sehr stark, ey. Yes, it's Charizard. Ja, doch, eine starke 9.5. 2 Zehner. Staff symbol, but look at this scores. The subcategory. Surface 10.
Centering, 10. This is one I got graded myself, or all of these were. Memories, okay. Or almost all of them. This is a first edition Jim Heroes card of Brock, signed by the original voice actor of who also does James from Team Rocket or Kaiba from Yu-Gi-Oh! Das ist sehr cool. Das ist wirklich geil. Ich habe auch mal überlegt, mir so etwas mal sowas mal zu holen oder ähnliches halt, ne? Karte mit Autogrammen drauf. Fühle ich persönlich sehr. Würde sowas eher, glaube ich, auf dem PSA-Slab machen, als auf der Karte. Auch wenn das dann eventuell nochmal vom PSA oder ähnliches dann halt nochmal dazu geschrieben wird. Ist mir persönlich nicht wichtig, aber ist, glaube ich, schon sehr nice, wenn man sowas mal in seiner Sammlung hat, ne? Wenn man weiß, so, yo, da hat der echte Illustrator drauf geschrieben. Fühle ich sehr. Then we have this. Professor Der Eich auch noch am Start, okay. Signed by the voice actor from the show in Friends, Stuart Zagnut. I just like this one a lot. Can't beat it. I mean, obviously, I guess if you have a first edition one, but I don't really care about that. And then one I actually got at Pokemon Worlds, I got this one signed by Tomoyaki Imakuni. Von Imakuni eine Karte. Sehr nice. Das Ding ist halt, da steht sogar halt für Leonhart drauf, ne? Und selbst da so noch so ein Video von zu haben, ist schon sehr, sehr geil. Also wenn ich mal die Chance habe, bei Worlds oder ähnliches mal vor Ort zu sein oder selbst bei einer europäischen Meisterschaft, wäre schon cool, sage ich mal, wenn man da irgendwelche Illustratoren oder ähnliches trifft und wenn man dir wenigstens sagen kann, hey, die Arbeit, die du halt vollrichtigst, ist sehr bombastisch und krass halt, ne? Und das, was die für das Hobby gemacht haben, halt in Form nicht nur von Karten, sondern halt auch von der Popularität der Artwork. Then we have a Charizard, which I pulled in a video. Yo, this one is graded very nicely, but it is just you gotta wrap the base set. And I know there'll be other ones, which you probably know of, but this one I personally pulled. Came back corners 10, 9.5s, surface got a 9. Sieht schon stabil aus, ja, auch selbst Unlimited. Krasse Karte. One I pulled, so it's extra special to me. Then we have EX Fire Red Leaf Green. Die hat er vor kurzem erst, oder ist das eine andere? Ich finde, das ist mit einer der schönsten Turtok-Artworks aller Zeiten. Also, das ist mit meiner Lieblingskarte damals aus meiner Kindheit gewesen. Dieses Artwork ist einfach fantastisch halt, ne? That we've been on, so it's not just the oldest ones, it's mid-range ones. This one's a pure Super Saiyan 9.5 for all the subcategories. Geil. Funny enough, this is not the one that I pulled. Okay, ich dachte schon halt. Das ist die aus, ich glaube, er hat mal etliche Employees Boxen gekauft oder sowas, wo halt ein Master Set drin ist. This one actually is in really nice condition, so wanted to include this as well as his brother. A very, very nice Charizard EX from EX. Habe ich auch noch nicht. Ich habe keine einzige Karte Fire Red Leaf Green also EX-Karten, außer, ich glaube, eine, die ich selbst gezogen habe. Das war das Pantimos. Aber ich hatte die Karten damals als Kind alle halt, ne? Und wäre auch nochmal schön. Ich habe davon noch 1, 2 Booster. Mal gucken, ob die nochmal geöffnet werden. Fire Red Leaf Green. Has a 9.5, but centering 10. And all the other subcategories are 9.5s. And when I looked at it in a Guess That Grade episode, I couldn't find really anything wrong with this card. There's not even any whitening or anything. It's really an absolute beautiful card. Then we have one from the Gold Star regime. Probably my favorite Gold Star. Okay, his favorite Gold Star. Crazy. Also Mew habe ich bisher auch noch nicht in meinem Besitz. Lasse ich mir auch noch ein bisschen Zeit, bis ich da mal eine schöne finde. Oder das heißt eine schöne und gleichzeitig halt auch einen guten Preisstatus. Geile Karte. 9.5. Kann man jedenfalls machen. Ist wahrscheinlich auch eine der einzigen auf der Welt, weil sehr eher Leute bei PSA die Teile schicken als zu Beckett. Is a Mew Gold Star. Don't really care too much about the grade. At the same time, I kind of do for this specific one. 9.5. Corners got a 9. Rest of them are all 9.5s for the subcads. Then I had to include this one. This is the only other Gold Star I'm including. Rayquaza Gold Star. Not the one I pulled several years ago, but was part of that collection. Has a 9, so it's a mid 9. Er hat mal eine gezogen, also ich weiß, dass er zusammen mit Lootbox die eine gezogen hat, aber das war ja die von Lootbox. Hat er noch eine gezogen irgendwann mal? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Kann er auch sein. I don't think they're as bad as that, but the rest got 9s and 9s. Das Ding ist halt wirklich bei Beckett, sobald du halt das silberne Label hast halt, ne, also davor kommt ja noch das Papierlabel, jetzt hast du halt das silberne Label bei einer, ich glaube, 8.5 oder 9 schon. Und wenn du das einen Vergleich hast mit der 9.5, wo das Label Gold ist das Silberne. Stinkt schon ziemlich ab. Es stinkt schon ziemlich ab, bin ich ehrlich mit euch. Also das goldene Label von Beckett ist halt leider so das Schönste und danach kommt die Black Label und danach das Silber und danach das Papier halt erst. So it's a really, really nice card. Aber trotzdem halt krass halt, ne? Muss man an der Stelle sagen. Crazy. Next up we have this.
Can you tell me really quick without me even mentioning? Well, you can just read on there. Krass ist halt, ja, hier ist kein First Edition Stempel wahrscheinlich, ne? This is from those trainer decks. Und es ist Non-Holo und es ist Trainer A-Deck. Ah, I see. There was the Machamp, and then right over here, I have the other one that came in the other deck. The Blastoise. Ich glaube, das ist Blastoise. This got an 8.5. Surface got a 10. All the other scores. Corners got an 8. Edges 9.5. And then, that's the cool thing about this one. Ist schon sehr cool. The only time there's a red... Hat Rap, glaube ich, mal ein Deck von geöffnet vor langer Zeit. Ich glaube, es ist ein Abo-Special. Fand ich auch sehr interessant tatsächlich. But the even more valuable one is Blastoise. And this one also got a 9. It also got a 10 for center, for surface. Schon geil, dass es solche Karten gibt, sage ich mal halt, ne? Also haben viele nicht auf dem Radar tatsächlich. Trainer Deck B with the red outline of the card. So you got Trainer Decks A and B. Those are both of those cards. Now, my friends, we are getting to the really heavy hitter cards. We have this one, and I can take this one gently out First here. Edition Shining. First Edition Neo Destiny Shining Charizard. A card that actually doesn't get as much love just because Charizard's flying away from us. And ich finde das geil, das ist ein schönes Artwork, aber das ist halt sehr underrated. Ich weiß, dass viele es nicht mögen halt, ne? Aber ich finde die Shining-Karten alle sehr geil und das Glurak hat was. Es hat einfach was, wie es durch den Canyon fliegt. Ich finde das sehr geil. Warum krass, das in der 10 zu haben und First Edition auch noch. I think it's a really cool looking card. It's from a very awesome set. And of course it's a Gem Mint 10. Sogar noch der Alt-PSA-Slab da drin. But it's still in absolutely fantastic condition. And there we go. The next one's not a Charizard, I promise you. This one is Ishihara GX card. You've seen this on my channel before, but I just think it's such an honor to Das ist schon eine geile Karte halt. Das ist schon eine geile Karte. Own this specific card, originally given out at the, I think it was Tennessee World Championships for his 60th birthday. It was given out. Das Ding steht auch 60 Congratulations. To select investors or Pokemon employees, and not too many of them were given out, but they were originally put in their wallet, so they got all crinkled up. But this specific one got a near mint to mint 8. And what's cool about this card is that's the president of Pokemon himself. And of course, it has the 60 congratulations, and obviously it's an OP card, overpowered card, but that's what it's fun about it, is the president of Pokemon's gotta have absolute. Der muss OP sein, sonst kann er hier nicht weiterhin weitermachen bei Pokémon, genau. Aber ist schon nice, dass es so eine Karte als Honor gibt, sage ich mal, für ihn. Then we have this one. Yes, it's a Charizard, but it's the one and only Charizard. Sein eigenes, was er gepullt hat. Schon sehr krass. Ja, dachte, das ist auf jeden Fall noch emotionaler für ihn, als das Szene mit der Unterschrift, was wahrscheinlich danach noch kommt. Das hat er schon in einigen Videos davor gezeigt, aber... Back in May of 2020, Pokemon's popularity was actually, like, collecting was doing very well, but it wasn't as crazy as it was the Q4 of that year. There was no conventions, and I wanted to do something crazy for Pokemon to get it back into trending again. So for my own collection, I risked open up a heavy first edition base set pack, pulled this guy. Now it came I risk it, Brudi. Du kannst damit ja nur gewinnen. Du kriegst ein geiles Video, eine geile Karte und noch mehr Content, Alter. Das ist doch nur gut. Came back. Well, it eventually came back, because it got lost in the mail for 5 months. Das ist schon krass halt, ne, dass es verloren gegangen ist. Also ich habe auch schon sehr viele Sachen von der Post verloren, also die auch gar nicht mehr aufgetaucht sind. Die Karte ist jetzt zum Glück noch aufgetaucht. The number one graded card. The number one, This one. Das ist die 10er First edition von base Arita. set Charizard, PSA Gem Mint 10. Signed on the case by the original illustrator, Mitsuhiro Arita. I have a video, which maybe a clip is playing right now, where it's me at Pokemon Regionals here in Dallas, Texas, several years ago. I had him sign it. Ist schon krass, Alter. Ist schon krass, ey, wenn man das so sieht und hört und alles, was dazugehört, ne? Also, wenn ich mal die Chance habe, Illustrator irgendwo zu sehen, würde ich den, glaube ich, halt auch so eine Handvoll Cards in die Hand drücken und würde fragen, so, yo, wer ist möglich oder ähnliches. Also jetzt nicht einfach nur halt, um den Wert zu erhöhen oder ähnliches, weil sobald halt irgendein Illustrator, der halt bekannter ist, sei es ein Arita oder ähnliches, auf so einer Karte unterschrieben hat, sind die Karten auch mehr wert automatisch, aber einfach für einen selbst halt wirklich, ne? Also es ist ja, glaube ich, nochmal für die Sammlung und für einen selbst es ist einfach sehr viel krasser und deswegen würde ich sowas tatsächlich halt auch mal fühlen und vielleicht halt auch mal so das Gesicht zu sehen halt, ne, so, yo, hier ist meine Sammlung, ich appreciate deine Art sehr oder ähnliches, weil selbst der Goldstar-Illustrator, der hat ja jede Goldstar gezeichnet.
kann ich ja 10, 20 Jahre mal vorbeikommen mit allen Karten, wenn ich die bis dahin besitze, eine PSA-Slap oder sowas. Dann kann er die alle mal unterschreiben. Wäre ziemlich cool. Frage an euch, soll ich auch mal so ein Video machen, wo ich mal meine Great Cards vorstelle oder ähnliches? Ich habe nämlich auch einige inzwischen. Auch einige, womit ich ein bisschen mehr verbinde und einige vielleicht mit etwas weniger. Schreibt es gerne in die Kommentare. Cooles Video von Leonharts. Checkt auf jeden Fall den Boy gerne ab in der Videobeschreibung. Krasse Sammlung. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, viele von euch werden ihn kennen.